In den ersten Ehejahren ist Sissi mit Franz Josef viel gereist. Sie haben mehrere sozusagen Goodwill-Reisen in die verschiedensten Provinzen der Monarchie unternommen, denn man hat sich erhofft, dass das Image des jungen Kaisers durch seine beliebte, schöne junge Frau dort verbessert werden könnte. Franz Josef hat ja 1848 nicht nur die Revolution, sondern auch die Abspaltungsbestrebungen beispielsweise der Ungarn oder der Italiener mit Waffengewalt unterdrückt. Und da war Sissi unglaublich hilfreich. Tatsächlich war es so, dass Sissi mit ihrer Natürlichkeit, ihrer Schönheit, ihrer Jugendlichkeit überall enormen Erfolg hatte. Die Menschen haben ihr zugejubelt, sogar im feindseligen Venedig, wo man die Habsburger wirklich gehasst hat. Und dann gab es bald das Bonmot beim Hof in Wien, dass die Kaiserin mit ihrer Schönheit die Provinzen viel besser befrieden kann, als das der Kaiser jemals mit der Armee erreichen würde. Nicht nur in den Provinzen, sondern auch in Wien hat Sissi rauschende Erfolge gefeiert. Im Jahr ihrer Eheschließung 1854 sind zigtausende Leute eigens nach Wien gereist, um die junge Kaiserin bei der alljährlichen Fronleichnamsprozession, wo sich immer der ganze Hof gezeigt hat, zu bestaunen. Und so hat der Hof immer wieder darauf bestanden, dass Sissi viele öffentliche Auftritte wahrnimmt, was für die Politik gut war, für sie aber sehr schwierig, denn so wie später auch Diana war sie eine sehr schüchterne junge Frau. Eine Frau, die zwar einerseits natürlich schon genossen hat, dass sie so viel Erfolg hat, die andererseits aber auch wirklich Probleme damit hatte, so begafft zu werden und so im Mittelpunkt zu stehen. Die junge Sissi hat so wie später auch Diana ihre Schüchternheit dadurch überspielt, dass sie all ihre Kraft darauf verwendet hat, zu einer wirklich außergewöhnlich schönen Erscheinung zu werden. Sissi wusste sehr genau, wo ihre besonderen Vorzüge sind. Das war einerseits ihre schlanke, hohe Gestalt und andererseits ihr wunderschönes Haar. Mit ihrem Haar, das sehr dicht und sehr lang war, hat sie einen regelrechten Kult getrieben. Es wurde eine eigene private Friseurin angestellt, die jeden Tag rund 4 Stunden lang Sissis Haar frisiert und gepflegt hat. Damit hat Sissi Frisuren kreiert, die ganz etwas Außergewöhnliches waren und die auf der ganzen Welt kopiert wurden. Und sie hat auch unglaublich viel Zeit in ihre tägliche Toilette gesteckt, sodass sie, wenn sie dann fertig frisiert und angezogen war und wenn sie in der Öffentlichkeit erschienen ist, einen unglaublichen Eindruck gemacht hat und schon sehr bald der Ruf von ihrer märchenhaften Schönheit in der ganzen Welt verbreitet wurde und nicht nur gewöhnliche Menschen, sondern auch Herrscher, wie beispielsweise der Schah von Persien, nach Wien gereist sind, nicht zuletzt, um Sissi kennenlernen und sehen zu können. Das alles hatte natürlich einen sehr hohen Preis. Wenn Sissi öffentlich in Erscheinung getreten ist, hat die Toilette so viele Stunden gedauert, dass sie im Morgengrauen aufstehen musste. Also beispielsweise, wenn sie einen offiziellen Termin um 10 Uhr vormittags hatte, musste sie um 4 Uhr früh aufstehen, damit dieses Frisieren, Anziehen, Schnüren, ins Kleid einnähen und was sie sich da alles ausgedacht hatte, zeitlich überhaupt unterzubringen ist. Obwohl Sissi so rauschende Erfolge gefeiert hat, war sie keine glückliche Frau. Sie hatte private Probleme, obwohl Franz Josef sie ja sehr geliebt hat, war sie in der Ehe nicht glücklich. Sie hatte Probleme mit der Schwiegermutter, sie hatte Probleme mit der Hofgesellschaft, die ihr immer das Gefühl gegeben hat, ihrer Rolle nicht wirklich gerecht zu werden. Und sie hat sehr schnell hintereinander 3 Kinder bekommen, wobei das 3. Kind dann endlich der heiß ersehnte Kronprinz Rudolf war. Ihre dominante Schwiegermutter hat sofort die Aufsicht über diese Kinder an sich gerissen. Die Kinder wurden in einem anderen Trakt des Schlosses untergebracht, weit weg von der Mutter, und Sissi hat darunter sehr gelitten. Sissi hatte eine ganz spezielle Art, auf alle diese Probleme zu reagieren, eine Art, die für die Zeitgenossen schockierend und erschreckend war, für uns heute aber eigentlich durchaus verständlich und modern ist. Sie hatte 2 Muster, mit denen sie auf ihre Probleme reagiert hat. Das eine war Selbstverstümmelung und das andere war Flucht. So wie später auch Diana hat Sissi ein Problem mit Magersucht gehabt. Sie war besessen nicht nur von Jugend und Schönheit, sie hatte auch einen Schlankheitswahn, was in dieser Zeit etwas ganz Außergewöhnliches war, also nicht so selbstverständlich wie für uns heute.
Sisi hat ihr Leben lang an Magersucht gelitten, sie hatte ihr Leben lang Hungerödeme, sie war besessen davon, eine ganz schlanke Taille zu haben und obwohl man sich damals geschnürt hat, waren ihre Zeitgenossen und vor allem ihre Familie schockiert darüber, bis zu welchem Exzess Sisi das Schnüren getrieben hat. Sisi hat sich nämlich gegen die Anatomie schnüren lassen. Normalerweise ist seitlich die schmale Seite und vorne ist man breit. Sisi hat sich so schnüren lassen, dass sie vorne schmal und seitlich breit war. Das hat natürlich bei ihren offiziellen Auftritten einen unglaublichen Effekt gemacht mit dieser ganz außergewöhnlichen Wespentaille, war aber extrem ungesund und hat ihrer Familie große Sorgen gemacht. Sisi hat exzessiv Sport betrieben, was für die damalige Zeit vollkommen ungewöhnlich und sehr schockierend war. Sie ist stundenlang geritten, sie hat stundenlange Gewaltmärsche gemacht, sie ist selber Kutsche gefahren, hat dabei auch noch geraucht. Also sie hat sich sehr unkonventionell verhalten, sehr rastlos verhalten. Sie hat ihren Körper damit an den Rand der Erschöpfung gebracht und sie wurde sehr rasch sehr kränklich. Sie hat permanent zu husten begonnen, sie hat Fieberanfälle gehabt, man wusste nicht, was ihr fehlt. Und weil sie so kränklich war, hat man dann gesagt, sie muss in ein milderes Klima und hat sie immer wieder monatelang nach Venedig oder nach Madeira geschickt. Und dort ist es ihr dann sehr schnell sehr viel besser gegangen. Aus heutiger Sicht ist klar, dass sie an psychosomatischen Krankheiten gelitten hat, die ihr auch die Möglichkeit eröffnet haben, eben diese zweite Reaktionsform der Flucht auszuleben. Sisi hat sich bereits in den ersten Ehejahren kaum in Wien aufgehalten. Sie hat monatelange Auslandsaufenthalte gehabt, um ihre Gesundheit zu schonen, während der Kaiser mit den Kindern alleine in Wien geblieben ist. In Wien war die Erziehung der Kinder von Erzherzogin Sophie dominiert, aber wenn Sisi mit Franz Josef auf ihre langen Auslandsreisen gegangen ist, dann hat sie darauf bestanden, dass sie die Kinder mitnehmen kann. Das war schockierend für den Hof, das war man überhaupt nicht gewohnt. Und auch hier haben wir eine Parallele zu Lady Diana, die auch ihre Kinder auf die vielen, weiten Auslandsreisen mit ihrem Mann mitgenommen hat, sehr zum Ärger der Hofgesellschaft. Sisi hatte allerdings das Pech, dass auf einer dieser Reisen, einer monatelangen Reise durch Ungarn, ihre älteste Tochter Sophie gestorben ist, an einer Krankheit gestorben ist. Man hat ihr vorgeworfen, dass das ihre Schuld wäre, weil sie das Kind den Strapazen dieser Reise ausgesetzt hat und Sisi ist daraufhin das erste Mal in wirklich tiefe Depression verfallen und hat sich dann kaum noch um die anderen Kinder gekümmert, hat das alles ihrer Schwiegermutter überlassen. Das hatte fatale Folgen, vor allem für Kronprinz Rudolf, der nach dem Willen des Vaters und der Schwiegermutter zu einem harten Soldaten erzogen werden sollte. Dieser sehr sensible Bub, der vom Charakter und auch von der Konstitution her ganz nach seiner Mutter kam, wurde von seinem Erzieher für heutige Verhältnisse geradezu misshandelt, damit eben ein harter Mann aus ihm wird. Das hatte zur Folge, dass das Kind physisch und psychisch so krank wurde, dass man um sein Leben fürchten musste. Und das war der Moment, wo erstmals Elisabeth wirklich aktiv geworden ist. In diesem Moment ist sie zu Franz Josef gegangen und hat ihm ein Ultimatum gestellt. Sie hat gesagt, entweder der Erzieher Rudolfs wird entlassen oder ich verlasse dich. Man muss sich vorstellen, was das im 19. Jahrhundert bedeutet hat. Eine Kaiserin, die zu ihrem Mann sagt, wenn du nicht tust, was ich sage, dann verlasse ich dich. Das war undenkbar, aber sie hatte Erfolg. Franz Josef hat nachgegeben, der Erzieher wurde entlassen und Sisi hat dann sofort ein noch größeres Ultimatum gestellt. Sie hat verlangt, damit sie beim Kaiser bleibt, dass künftig nur noch sie darüber entscheiden darf, wer die Kinder erzieht und wo die Kinder sich aufhalten und das ist wirklich sensationell, sie hat verlangt, dass nur sie selbst darüber bestimmen darf, wo sie selbst sich aufhält und was sie tut. Franz Josef hat all das akzeptiert und von diesem Moment an hatte Sisi eine Freiheit, von der keine andere Frau in Europa damals auch nur im entferntesten träumen konnte. Und das hatte zur Folge, dass sie in der zweiten Phase ihres Lebens noch rastloser wurde, fast ständig auf Reisen war und kaum noch in Wien zu sehen war.